Smoke. Das beste Motorradzelt der Welt? Moin, ich bin Thomas, der Motorradbummler, Motorradreisender und ich liebe das Abenteuer. Ich liebe es, in der Natur zu sein und natürlich auch in ihr zu übernachten. Was wäre da besser geeignet als ein Zelt? Lone Raider hat mir das Mototent ein Motorradzelt zur Verfügung gestellt und ich zeige dir in 2 Videos, ob es den Titel das beste Motorradzelt der Welt wirklich verdient hat. Im ersten Video zum Lone Raider Zelt bin ich auf den Lieferumfang und die Ausstattung eingegangen. Ich blende dir den Link zum Video hier oben ein. Nun geht es wie versprochen in diesem Video um das Fazit aus dem Langzeittest. Wie auch im ersten Teil erwähnt, ist meine Meinung hier subjektiv und vielleicht gibt dir dieses Video Denkanreize, was du wirklich bei deinem Zelt brauchst, was dir persönlich wichtig ist. Na dann, viel Spaß beim Schauen. Ich habe mich gefragt, gibt es den Titel das beste Motorradzelt der Welt überhaupt? Hast du dir schon mal über dein Zelt Gedanken gemacht? Wie war deine Zeltsuche, als du das für dich perfekte Zelt gesucht hast? Warst du mit den Eigenschaften zufrieden? Bist du es noch? Was sollte dein Zelt für Eigenschaften haben? Ich persönlich lege Wert auf ein kleines Packmaß. Ich brauche im Zelt oder am Vorzelt Platz für meine Motorradsachen. Das Gewicht soll so gering wie möglich sein und wer schon mal bei Regen gezeltet hat, der weiß, wie wertvoll eine trockene und vernünftige Sitzmöglichkeit ist. Natürlich möchte ich nicht nass werden, es sollte also wasser- und windfest sein. Und zu guter Letzt soll es auch preiswert und/oder den Preis wert sein. Du merkst also, das sind eine Menge Eigenschaften. Erfüllt ein Zelt all diese Eigenschaften, wäre es für mich persönlich das beste Motorradzelt der Welt. Don't be afraid of the dark, be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Close your eyes to the madness. In the morning it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark, be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Mit Zelten und Camping habe ich viele Erinnerungen gesammelt, sei es allein mit Freunden oder der Familie. Wenn dein Dach über den Kopf nicht das ist, was du dir vorstellst, wirst du während deiner Reise nicht glücklich sein und unter anderem nicht gut schlafen können. Ein gutes Zelt ist in meinen Augen ein unterschätztes Produkt. Wir nutzen es, aber wissen oft nicht, was es eigentlich wert ist. Es bietet Schutz vor Kältetieren, Regenblicken und es dient zum Lagern unseres Reisezeugs. In diesem Video möchte ich auf die einzelnen Positiv- und Negativpunkte eingehen, was wiederum schwer zu beurteilen ist, denn es kommt auf den Nutzen des Zeltes an. In dem Fall bewerte ich das Ganze, als wäre ich mit dem Motorrad unterwegs, was ja wiederum das erfüllen sollte, was sich ein Motorradreisender wünscht. Was ist in dem Fall weniger positiv? In den Kommentaren des ersten Vorstellungsvideos sagt unter anderem Captain Blueberry: Mein Fazit, das Mototent ist zu sperrig und zu schwer, aber komfortabel. KP meint, ich persönlich brauche keine Garage auf Reisen. Meine Afrika Twin schläft auch unter freiem Himmel gut. Da sind mir das Packmaß und das Gewicht vom Zelt schon wichtiger. Und auf Instagram las ich, abgesehen davon ist für mich Packmaß und Gewicht wichtig. Über 5 Kilogramm und als Packmaß 60 x 20 sind auch meines Erachtens nach fürs reine Motorradreisen zu viel, weil ich auf dem Motorrad möglichst wenig Gepäck haben möchte. Bin ich mit dem Auto unterwegs, so wie in Schottland 2022, spielt das für mich persönlich keine Rolle. Wenn du damit gar kein Thema hast, dann sollte das Lone Raider Mototent für dich schon fast das beste Motorradzelt der Welt sein. Denn nun folgen nur noch positive Punkte. Und das sind unter anderem die Qualität des Zeltes und deren Ausstattung. Die Gestänge und die Aluheringe sind nach wie vor in einem sehr guten Zustand, ebenso die Nähte. Nichts reißt oder scheint in nächster Zeit den Geist aufzugeben. Die Reißverschlüsse sind stabil und die Abdeckung verhindert das Eindringen von Wasser. Durch den umlaufenden Zeltboden bietet es einen hervorragenden Schutz vor Wind und Wasser. Die zusätzlichen Schlaufen und Taschen bieten genug Möglichkeiten, Dinge zu verstauen, Lampen oder nasse Motorradsachen aufzuhängen. Unter uns nichts ist ekliger, als morgens wieder in nasse Motorradklamotten steigen zu müssen.
Feuchtigkeit in jeglicher Hinsicht. Während meiner Nutzung gab es keinerlei Tau im Zelt. Durch die ausreichende Belüftung und die Größe des Innenzeltes war alles trocken, auch morgens. In Schottland habe ich ordentlich Wasser von oben abbekommen und die eine oder andere Schweißperle stand auf der Stirn. Dabei blieb es aber auch, der Regen blieb draußen. Die Windfestigkeit. Erst war ich skeptisch, da Tunnelzelte durch ihre große Angriffsfläche bekanntlich Schwierigkeiten bei starkem Wind haben. In Schottland verbrachte ich eine Nacht direkt am Atlantik. Dort wurde in der Nacht das Zelt ordentlich vom Wind durchgeschüttelt und sorgte zusätzlich für die ein oder andere Schweißperle auf meiner Stirn. Zumal das Zelt des Nachbarn nicht gehalten hat, das Lone Raider ja. Weniger positiv ist zu erwähnen, dass es durch den Atlantikwind ziemlich laut im Zelt war, was für mich wiederum eine unruhige Nacht bedeutete. Der Auf- und Abbau. Nach anfänglichen Schwierigkeiten geht das mit der Zeit super schnell von der Hand. Hier gilt klar, Übung macht den Meister. Oft hatte ich beim Abbau anderer Zelte das Problem eines kleinen Zeltbeutels. Das Mototent hat dieses Problem nicht. Der mitgelieferte Beutel ist ausreichend groß. Die Gestänge nutzt man ja in der Regel, um das Zelt einzurollen. Sollte es mal bei mir schnell gehen, habe ich das Zelt einfach in den Beutel gedrückt und das Gestänge separat gelassen. Ich bin eher der bequeme Zelter. Die Zeltgröße. Mal unter uns, das Motorrad, also Nummer 2, ist nicht böse, wenn es nicht ins Zelt darf. Also ich persönlich brauche, wie gesagt, keinen Platz fürs Motorrad. Aber ein Platz zum Sitzen hat mir den Urlaub versüßt. Es gibt doch nichts Schöneres, als nach der Tour im Zelt bei Regen gemütlich zu sitzen und einen Absacker zu trinken. Der Innenraum ist mit der Stehhöhe von knapp 1,90 perfekt. Ich erinnere mich an mein kleines Zelt mit einer Höhe von 1 Meter, wo ich ständig beim Anziehen mit dem Kopf an der Zeltdecke anstieß und die Feuchtigkeit sich in meinem Vollhaar verteilte. Also, Zeltgröße absolut top. Im Laufe der Jahre habe ich die unterschiedlichsten Bedürfnisse beim Zelten erkannt. Es macht für mich persönlich einen Unterschied, ob ich täglich den Zeltplatz wechsle oder mehrere Tage in einem Schlafplatz bleibe. Ebenso, ob ich mit dem Auto und dem Anhänger zum Zeltplatz düse und vor Ort die Tagestouren mit Motorrad fahre. Demzufolge gibt es für mich persönlich kein das beste Motorradzelt der Welt. Denn ein Zelt sollte sich meinen Bedürfnissen anpassen und nicht andersherum. Und bis zum heutigen Zeitpunkt habe ich das noch nicht gefunden. Natürlich ist mir klar, dass Gewicht und Packmaß oft oder immer einhergehen mit Komfort und Ausstattung. Wer Platz zum Sitzen haben möchte, der muss auch mit einem größeren Zelt oder mehr Gewicht rechnen. Das Lone Raider Mototent ist ein richtig gutes Zelt. Ich bin schwer begeistert. Top-Qualität, Top-Verarbeitung und äußerst gute Ausstattung. Für mich auf jeden Fall den Preis wert. Aber eben nicht preiswert. Schreib du doch mal in die Kommentare, welches Zelt nutzt du und warum nutzt du das? Die Zuschauer können so selbst einmal recherchieren und schauen, was andere Biker für Zelte nutzen und vor allem für sich selbst das perfekte Motorradzelt finden. Na dann, legt los und schreibt wie die Weltmeister. Ich persönlich werde für die Motorradreise nach einem Trekkingzelt und einem Tarp Ausschau halten. Oder vielleicht ist ja das kleinere Modell von Lone Raider, das ADV Tent, eine Wahl für mich. Vielleicht hört ja Lone Raider mit. Ja, und das war mein Test. Wie immer, Daumen hoch, Abo nicht vergessen, sonst träumt ihr die nächsten Tage von schlechten Zelten. Und denkt daran, das Abenteuer geht weiter.